Sind die Sounds nicht abnormal krank? Ich bin verliebt. Ich habe wieder so viel Input durch dieses Plugin bekommen. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Knaller-Plugin für einen unschlagbaren Preis. Also wenn du im Bereich Trap, Drill, Afro-Trap, selbst wenn du im Bereich Techno oder Filmmusik tätig bist, kann dir dieses Plugin die nötigen, abgefahrenen, düsteren Sounds liefern. Und das Ganze nennt sich Driller. Für einen unschlagbaren Preis von 39,99 derzeit mit 2 Expansion Packs, also insgesamt 800 Sounds, die definitiv für sich sprechen. Ich durfte das Ganze testen und ich bin immer noch fasziniert. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt an und bauen vielleicht noch nebenbei ein Beat oder so. Wir werden sehen. Also bis gleich. So, Kopfhörer auf, Schluck Kafka und dann kann die Party auch losgehen. So sieht das Schmuckstück aus. Schön mit der beleuchteten Schrift, die hier immer so hin und her schwingt und ein Raumschiff, das nur auf den Einsatz von euch wartet. Hier könnt ihr euch noch die einzelnen Details anhören, Beispielsounds, was da so alles drin ist. Und hier haben wir einmal den Driller Core, da sind 430 Sounds drin und dazu gibt es noch 2 gratis Expansion Packs, einmal das Orchestra und den Synthesia. Wir gehen jetzt ein paar Sounds durch aus jeder Expansion, natürlich nicht alle 800, das wäre ein bisschen viel, aber ich denke mal, wir kriegen da so ein bisschen was gebacken und wer weiß, vielleicht entsteht ja nebenbei ein Beatbau oder so, müssen wir mal gucken. Fangen wir mit den 808s an. Ja, sehr kräftiger Low-End. Das Gute ist, hier sind auch 808s dabei, die halt so ein bisschen anders klingen als die Standard-808s, die man sowieso immer in seiner Library rumflattern hat. Und das finde ich an diesem Plugin so cool, auch wenn es Chöre sind, wenn es normale Plugs sind. Da ist irgendwie etwas Düsteres, Urban-mäßiges drin, wie auch immer. Ihr werdet es gleich merken. So, gehen wir mal zu den Bässen. So, wenn euch ein Instrument gefällt, könnt ihr das Ganze mit einem Sternchen kennzeichnen und dann findet ihr das hier oben auf dem Stern wieder. Ich habe hier einen Bass vorhin gehört, der hat mich richtig weggehauen. Wie hieß der denn nochmal? Irgendwas mit T, glaube ich. T, warte. Da, Tigers. Den werde ich auf jeden Fall gleich verwenden, weil der hat so einen heftigen Punch. Der muss da einfach gleich mit eingesetzt werden. Okay, gucken wir uns mal die Drums an. Ich habe das auch mitbekommen, wenn zum Beispiel Leute, die, sagen wir mal, gerade mit Musikproduktion, mit Beatmaking anfangen, dann kommen Fragen auf wie, was soll ich mir zuerst holen? Soll ich mir zuerst Omnisphere holen? Oder soll ich mir Heat-Up 3 holen? Oder Native Instruments? Was natürlich eine Menge Cash kostet. Und da würde ich definitiv das Plugin zum Beispiel empfehlen. Das kostet, wie gesagt, $39 und ihr habt hier alles dabei. Ihr könnt hier aus den Sounds in jeder Genre Fuß fassen. Das ist halt der Pluspunkt. Und ihr braucht nicht mal Drum-Samples, weil ihr habt hier richtig coole Drum-Kits und Sounds dabei. Guck mal, Afro-Trap-Beats, Drill, Boom-Bap. Das geht hier noch weiter bis Pop, Funk, New Jazz. Würde zum Beispiel sehr gut zu so einem Timbaland-Type passen. Es macht so einen Spaß. So, weiter geht's zu den Ethnics. Hier noch ein paar Soundeffekte. Gitarren, auch coole Sachen dabei. Man merkt von den Gitarren her, das geht schon in die Richtung Trap, Drill, ne? So mit ein bisschen Pitchdown am Ende. Eine normale Nylon-Gitarre. So, dann haben wir noch Hits, Keys, Organs und Sequencer, Arpeggios.
Ganz kurz erklärt, oben links haben wir Filtereinstellungen, Low Cut, High Cut, dann haben wir da neben rechts den Stutter. Ich muss mal einen geraden Sound auswählen, obwohl ihr könnt ein Arpeggio, hier habt ihr den Sequencer, wenn ihr den Button ausstellt, dann habt ihr den einzelnen Ton. So, und jetzt gehen wir mal hier auf den Stutter, den drehe ich jetzt hier auf. Genau, darunter habt ihr einen Reverb, Delay, Chorus. Könnt ihr euch hier unten noch den Raum einstellen, darunter den Pitch-Modi. So, in der Mitte können wir das Ganze dann gleiten lassen oder hochgainen, links und rechts pennen oder halt die Whiteness einstellen. Ganz oben rechts haben wir dann nochmal ein EQ, in dem wir dann gewisse Vorarbeiten erledigen können. Darunter dann Attack, Decay und so weiter. Darunter dann nochmal was zum Pitchen. Müsst ihr mal den Knopf anmachen, den sieht man hier so schlecht, den kleinen roten. Dann noch ein Lo-Fi-Button und hier nochmal ein Distortion. Genau. Und ganz unten rechts haben wir den Sequencer, da könnt ihr dann dementsprechend euch einen eigenen Arpeggio basteln, Speed einstellen oder halt die Takte, Noten oder Envelope. Genau. So, wir gucken uns jetzt einfach mal ein paar Hits an, die hatten wir nämlich noch nicht. Das ist ein Clubbass, ne? Big. Oh, der ist echt big. Oh, warte mal. Ich hab da schon eine Idee. Ich habe mir direkt noch einen zweiten Hit dazu gepackt und zwar den Schock heißt der. Und zusammen hören die sich so an. So, dann aus dem Bereich Synthesia. Da haben wir Leads, Pads, Plugs und Synthes. Da gehen wir so ein paar Mal durch. So, dann haben wir noch Plugs. Dann noch Synthes. Hab da aber ein passendes Pad zugefunden und da habe ich folgende Melodie eingespielt. Genau, darauf würde ich jetzt aufbauen. Und zwar haben wir noch das Expansion Pack Orchestra. So, und hier haben wir Brasse, Chorus, Strings und Woodwinds drin. Und die Brasse sind natürlich erste Sahne. Also Brasse, die in der Filmmusik locker mithalten können. Ich hatte ja mal das East-West Quantum Symphonic Orchester, also Silber, Gold, alles was dazugehört. Und spart euch euer Geld, holt euch lieber für 39 € sowas hier. Dann habt ihr hier gute Brasse in Cinema-Qualität. So, dann noch Chöre. Strings. Sind die Sounds nicht abnormal krank? Ich bin verliebt. Ich habe wieder so viel Input durch dieses Plugin bekommen. Selbst die Stratos klingen wie bei Contact, also richtig geil. So, dann noch Woodwinds, kennt jeder. Bisschen ein paar Pfeifchen. Ein schönes Cinema Brass im Hintergrund. Dann habe ich aus dem Core-Bereich noch eine Diva rausgesucht. Die hört sich so an.
Genau, weiter geht's. Dann eine Gitarre zum Anschlag, die hört sich so an. So, die setzt nur am Anfang an. Dann als Layering aus dem Synthesia ein Plug. Hat sich im Layer sehr gut angehört und der klingt so. Dann nochmal aus dem Synthesia Pack, aus den Pads, den Blend. Und der hatte, glaube ich, so eine Pan-Einstellung. Ich weiß es jetzt nicht, muss ich mal kurz gucken. Genau, der pannt immer so leicht hin und her und das gibt dem Ganzen dann halt nochmal so die gewisse Atmo. Und wie vorhin erwähnt, den Bass Tigers, den habe ich hier auch mit einplatziert und der hört sich so an. So, Sample ist fertig, damit könnte ich gleich starten. Gesamtpaket hört sich so an. So Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, wenn euch das Plugin gefallen hat. Vergisst nicht zu kommentieren, damit das Video vom Algorithmus gepusht wird. Und ja, wenn euch das Plugin interessiert, unten in meiner Videobeschreibung könnt ihr auf den Link klicken. Der führt euch zur Homepage. Dort könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe durchlesen. Und wenn du zum Beispiel gerade auf der Suche nach Gratis-Gitarren bist, dann verlinke ich dir oben mal ein Video. Dort mache ich aus kostenlosen Gitarren einen Dancehall-Beat und diese Gitarrenqualität spricht für sich. Ansonsten war es das wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich habe jetzt Bock. Ich werde den Beat jetzt zu Ende bauen, den werdet ihr gleich im Anschluss hören und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, Sikowski.